So Leute, der Tag ist endlich gekommen. Wir werden gemeinsam mit unserem Mercedes AMG One auf der Straße fahren. Ihr seht Leute, das Nummernschild ist drauf. Wir sind auch schon des Öfteren mit dem Auto gefahren. Allerdings haben wir es noch nie geschafft, dass der Robert und ich gemeinsam im Auto sitzen können und dass wir gemeinsam nämlich filmen können, um euch mitzunehmen. Aber Leute, heute ist der Tag gekommen. Wir werden gemeinsam AMG One fahren. Wir sind noch schon ungefähr eine Stunde unterwegs gewesen. Denn Leute, wir müssen tatsächlich noch ein paar Kilometer drauf fahren, weil bald steht ja unser Track Day an, und zwar der Gare Collector Track Day auf dem Nürburgring am 23.08. Zuschauer sind erlaubt, also kommt gerne vorbei, denn wie gesagt, auch hier der Project One wird hier am Start sein und wir werden damit ordentlich auf der Rennstrecke ballern. Und wenn wir gerade bei Rennstrecke sind, ihr seht Leute, der AMG One befindet sich jetzt im ganz normalen Modus, ja, in dem sogenannten Highway Mode. Alles clean, die Louvers hier vorne, die Flaps sind eingeklappt, er ist im ganz normalen Straßenmodus von der Höhe her. Wenn wir nach hinten gehen, der Flügel schaut nicht raus, der ist ganz normal hier eingeklappt. Und dann auf der anderen Seite, wenn du dieses Ding in den Race-Modus stellst, dann ist der einfach sowas von voll auf die Fresse. Und genau das ist nämlich dieses Geile hier beim AMG One. Auf der einen Seite richtig schön elegant und auf der anderen Seite, wenn du damit volle Aggression, Aggressivität haben willst und willst auch die volle Performance, die volle Power haben, dann stellst du das Ding in Race-Modus. Und das ist für mich wirklich das Faszinierende und was auch den Valkyrie unterscheidet. Weil der Valkyrie ist immer voll auf die Fresse, was geil ist. Aber das ist für mich persönlich, was ich noch mal mehr feiere und was ich auch extrem feier. Und das gab es auch noch nie und ich bezweifle sehr, dass es das jemals wieder geben wird. Und das macht dieses Fahrzeug einfach so speziell. Und zwar das, was hier darunter steckt. Ein reiner Formel-1-Motor mit einer Gesamtleistung von 1063 PS. Wir sind ja das Fahrzeug letztes Jahr schon auf der Rennstrecke, durften wir das Auto ja schon vom Mercedes bewegen. Und ich sage euch eins, auch jetzt halt nur, wo wir die Stunde dahin gefahren sind, Leute, ich hoffe, das wird jetzt gleich auf der Kamera rüberkommen. Aber das, was hier im Innenraum vor sich geht, was da abgeht an Emotionen, ja, das habe ich bisher in keinem anderen Fahrzeug erlebt. Denn ich bin ja bisher den Project One, damals, als wir das Auto fahren durften, immer nur mit Helm gefahren. Aber wenn du das Ding ohne Helm fährst, das ist wirklich abnormal, diese Emotionen, was da vor sich geht. Du hörst diesen typischen Formel-1-Klang, dann hast du wieder diese E-Motoren, die du hörst. Es geht einfach so viel im Innenraum ab. Sollen wir einsteigen? Sollen wir losfahren oder soll ich noch irgendwas von außen zeigen? Servus! Jalla, steig mal ein, Robert, auf geht's! Robert, wenn kein Akku drinnen ist, wird es leider schwierig. Dieser Typ, der macht mich fertig, Leute. Jetzt hat er einen Akku vergessen, mir reinzutun. So, ich habe das gleich auf der Kamera festgehalten, dass du vergessen hast, mir hier den Akku reinzutun. Ja, ich habe schon wieder geschlafen. Also ich meine, mir wäre es ja egal, aber ich glaube, den Leuten ist es nicht so egal, ja, weil wir wollen ja richtige Point-of-View-Aufnahme haben. Verstehst du das? So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also ich weiß auf jeden Fall, dass du hier das hergenommen hast, so locker wie das ist. Ich? Ja. Ja, ja. Ich habe sehr viel gefilmt mit der. Ja, beim Autofahren oder bei was anderem hast du die hergenommen? Das Wetter ist heute schön, oder? So, mein junger Freund. Jetzt darf ich mich da reinstehen, oder wie? Ja, du weißt es aber schon. Aufpassen mit dem Alcantara da. Ach so. Dann siehst du mich hier drin einsteigen. Und dafür geht es ja auch wieder. So, dann haben wir die Zündung gestartet, Leute. Ihr seht hier die Katalysatoren, die heizen sich jetzt vor. Wir können aber sofort losfahren, ja. Das heißt einfach nur einmal Pedal. Wir können jetzt theoretisch, das ist jetzt Race Safe. Wir fahren jetzt rein elektrisch los und dann werdet ihr gleich sehen, der Formel 1 Motor wird jetzt dann gleich starten, ne? Und das ist eben genau das Thema, Leute, weil man mal denkt, ja, man kann nicht mit dem AMG One direkt losfahren. Absoluter Quatsch, man kann sofort damit losfahren, wenn die Batterie aufgeladen ist. Boah, ist überhaupt gar kein Problem, sag ich dir ja. Das ist ja krass. Das ist richtig krass, ne? Boah, Alter, was ist denn los, Mann? Das ist krass, ne? Rein elektrisch schon, wie laut das ist. Alter, das ist ja abartig, Mann.
Alter. Sag ich dir ja. Siehst du, und jetzt ist Race Safe. Race Safe bedeutet, je nachdem wie du fährst, schaltet sich der Verbrennermotor hinzu oder nicht. Wenn ich jetzt mehr Gas gebe. Alter, das ist laut. Siehst du, und wenn ich dann wieder vom Gas runtergehe, das ist eben der Race Safe. Wir können natürlich auch sagen, wir fahren rein elektrisch. Wir haben eine Gesamtreichweite von 20 Kilometern. Aber ich meine, letzten Endes dient es ja wirklich dazu, Leute, wir haben 574 PS reinen Formel 1 Verbrennermotor und der Rest von der Leistung ist dann eben elektrische Leistung, bedeutet Gesamtleistung 1063 PS. Und Leute, ich sage euch nur eins, ich bin das Auto jetzt schon öfters auf der Straße gefahren und genauso bin ich ihn ja auch auf der Rennstrecke gefahren. Und als die Werte hier vorgestellt worden sind beim AMG One, ja, mit 1700 Kilo, was extrem schwer ist, gar keine Frage, das sind fast 400 Kilo mehr als ein McLaren Senna. Und auch die Werte, ich glaube, was waren das, irgendwie 0 auf 200, glatte 7 Sekunden. Aber ihr müsst euch überlegen, diese Werte wurden gefahren in der heißesten Wüste, wo du bei 50 Grad bist, dass du immer noch sagen kannst, das ist Mercedes, der fährt seine 7 Sekunden von 0 auf 200. Aber unterm Strich, ich kann euch nur so viel sagen, das Auto ist deutlich schneller, als was er angegeben ist. Und das ist eben genau dieser Geile eigentlich, dass er eben nicht wie bei Lamborghini oder anderen Marken mit irgendeinem Rundenrekord gefahren wird, was totaler Beschiss gewesen ist. Ich meine, da gibt es ja diverse Videos, sondern hier stimmt eben alles. Und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal in Race. Ja. Alter! So. Was? Und hörst du das, was hier abgeht? Du hörst die Elektronik, du hörst die Lader. Du hörst das Getriebe, du hörst das alles. So arbeiten wir. Und schau dir das mal an. Wir stellen einfach die Haare auf und es sind 3000 Touren, Leute. Das ist so verrückt. Und ihr müsst überlegen, Leute, das ist ja jetzt nur der Race-Modus. Ja? Das heißt, wir rufen ja bei Weitem ja noch überhaupt nicht die Leistung ab. Mach mal hier wieder ein bisschen leise. Ich gehe hier nochmal. Wir fahren nochmal rein, elektrisch. Weil sonst ich kann sonst nicht reden. Also du musst halt wirklich schreien. Du kriegst ja Kopfhörer vom Bose und dann kannst du ja wirklich dich unterhalten und ist easy entspannt. Aber was ich jetzt ja gerade sagen wollte, was halt hier in dem Innenraum abgeht, das Getriebe, du hörst einfach alles und das ist emotional. Ist das so geil. Ja, ich bin ja damals ausgefahren und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass das so krass war. Was Mercedes gemacht hat, weil das war wirklich für mich so ein negativer Punkt bei dem Fahrzeug, war das Thema Getriebe. Ja. Aber die haben an dem Getriebe noch so extrem gearbeitet, die Schaltzeiten sind so viel schneller geworden. Na komm, wir wollen ja den Verbrenner hören. Alter, das ist krank, Mann. Und vor allem, du darfst ja nicht vergessen, wir fahren ja jetzt im normalen Race-Modus. Wenn wir mal in Race Plus gehen, ja, was da dann schon abgeht. Aber dann haben wir ja... Warte mal. Das ist ja abnormal. Vor allem, ja, du kannst ja nicht unterhalten. Und ich habe halt Angst, Leute, dass ihr mich nicht hören könnt, was ich sage. Wenn du im Race-Modus bist, ja, du hast ja so, allein was wir... Ich sage euch eins, ich bin ja da bisher ja wirklich noch eigentlich überfordert, weil du dir ja wirklich so viel hier einstellen kannst und was du ja auch hier alles sehen kannst, das ist so verrückt. Du siehst alle Temperaturen, du siehst alles, sowas von abnormal. Und wie gesagt, was ich ja sagen wollte, klar, Track Pace gibt es natürlich auch. Wir waren ja hier im Race-Modus und wenn wir in den Race Plus-Modus gehen, dann kommen wir ja wirklich in den sogenannten Rennstrecken-Modus, ja? Wo die Louvers sich ausfahren, wo das Auto sich runterfährt, wo der Flügel sich rausfährt, ja? Und da ist ja schon wirklich Attacke. Aber dann der Strut 2 Modus. Leute, was da abgeht, Alter, da haben wir die volle Power. Da haben wir die 1063 PS beziehungsweise sogar noch mehr. Und dann haben wir hier die gelbe Taste, DRS-Taste und hier E-Pass. Und dann ist richtig Alarm angesagt. So krass. Hier, da seht ihr, Leute, das ist hier der Race-Modus. Race Plus gibt's dann auch, ist dann auch. Und dann hier der Strut 2 Modus. Wir bleiben jetzt hier für die Straße.
bleiben wir jetzt dann erstmal hier in dem sogenannten Race-Modus. Wir haben jetzt mal hier freie Fahrt, bedeutet, wir können mal hier jetzt mal aus dem zweiten raus beschleunigen. Und das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Das ist gerade mal Halbgas. Das ist Halbgas. Alter, das Ding liegt. Das Ding liegt da, das war. Und hörst du dieses Zischen? Hörst du das? Ja. Das ist so abartig. Geisteskrank, Mann. Was da abgeht, das Getriebe, die Elektronen, also wirklich alles. Was ist? Wie das nicht ein runter wird wieder. Ja, ja. Alter. Ja, spinnst du, Alter. Und jetzt siehst du auch, wie schneller dieses Getriebe ausschaltet. Ja. Ein riesen Unterschied. Das ist gerade einmal Viertelgas. Und das ist wirklich dieses Faszinierende. So, und wenn du dann einfach wieder sagst, okay, gut, das reicht mir jetzt, passt. Und dann fahre ich wieder rein elektrisch weiter. Und das, Leute, das ist einfach so geil. Du hast ein Fahrzeug hier mit einer Formel 1 Power, mit einem Formel 1 Motor. Und du kannst auf der anderen Seite so tiefenentspannt fahren. Und auf der anderen Seite versenkst du einfach alles, was es momentan mit Straßenzulassung gibt. Und wie gesagt, es gibt ja optional, gibt es ja hier für das Fahrzeug Slicks. Wir sind ja noch dran, dass wir mit dem Fahrzeug auf Slicks bei meinem Trackday fahren können. Es stehen allerdings noch ein, zwei Sachen offen, ob das denn klappen wird. Das ist das einzige Thema. Und dann, klar, wenn du das Auto auf Slicks packst, dann ist komplett Dann vorbei. ist Feierabend, Mann. Dann ist halt wirklich komplett Feierabend. Und sonst, du hast ja wirklich, das ist halt typisch Mercedes. Du hast hier deine Soundanlage, du hast hier alles drin. Du kannst ganz normal tiefenentspannt fahren. Du hast dein Navigationssystem, das ist deine Klimaanlage. Und das ist eben, was Mercedes ausmacht. Das ist eben dieses Faszinierende. Das ist... Und dann, wenn du wieder sagst, komm, bis den Motor wieder dazuschalten. Ne? Alter. Das ist so abnormal einfach. Das ist ja wirklich, wo du sagst, die Leistungsentfaltung kommt hier bei dem Motor erst bei 8000 Touren, weil wir bis 11.000 Touren drehen können. Schau mal. Alter. Ey, das ist, also ohne Scheiß, also was bei ab 6000 Touren abgeht, das ist brutal. Geisteskrank. Vor allem, wenn man sich da ja mal überlegt, VMAX 352 km/h. Wie viel? 352 km/h, aber abgeriegelt. Ach so, ja gut. Abgeriegelt. Und der Wert 0 auf 100 ist auch nicht wirklich gut. Das sind 2,9 Sekunden, aber das liegt an der langen Übersetzung. Wenn die den anders übersetzen würden, würde er easy in 2,3 von 0 auf 100 beschleunigen, aber das brauchst du nicht, sondern du brauchst eine ordentliche Übersetzung, ja, dass dann wirklich sagen kannst, hier aus dem zweiten raus, bei 4000 Touren drückst ein bisschen drauf und dann... Und ich schwör's dir, das ist Halbgas. Das ist Halbgas, Robert. Das ist so abnormal, Ich habe sowas in meinem Leben noch nie erlebt. Und da kann man sagen, was man will, was ich ja immer gesagt habe. Gewicht ist das A und O. Aber wie Mercedes das hier hinbekommen hat, das wird mir immer eine offene Frage bleiben. Bei denen sind so die Hände gebunden. Jetzt fahren wir wieder rein elektrisch. Allein wie geil sich das anhört. Denen sind so die Hände gebunden, Leute. Ihr müsst mal überlegen, die Abgasanlage wiegt über 100 Kilo. Hier ist ein Otto-Partikelfilter verbaut. Das ist der Killer für einen Formel-1-Motor. Aber Mercedes ist ein Großkonzern, ja? Und denen sind die Hände gebunden gewesen. Die konnten nicht mehr machen. Klar, das Auto wäre easy mit 1400 Kilo gekommen. Das Auto wäre noch mal schneller gewesen. Aber ganz ehrlich, letzten Endes, es ist dir egal. Weil du entwickelst hier Emotionen. Und ob das Auto 1-2 Sekunden schneller oder langsamer ist, ist egal. Es vernichtet momentan eh alles. Aber selbst das muss nicht mal sein.
weil diese Emotionen, die du hier hast und vor allem, ich sag dir ganz ehrlich, es gab sowas noch nie und es wird sowas nie wieder geben. Also das muss ich ehrlich sagen, die Leute sagen ja immer 1,6 Liter, 6 Zylinder, bla bla bla. Aber das Ding, das klingt so aggressiv, so brachial, das ist so wuchtig einfach, das ist abnormal. Das ist krass, Mann. Ich finde es so geil, das Auto. Der Motor ist Porno. 12 Sekunden später. Das ist noch geil. Da siehst du mal, hier noch der richtig schöne M3. Junge, da geht richtig was. Geil, oder? So geil. Das sind noch Emotionen. Noch der Geil. richtige schöne Sauger. So. So. Ja? Okay. Ist geil, oder? Ist geil, Mann. Dieser Motor ist wirklich ein Kunstwerk. Voll. Genauso wie hier. Wie der hier. Ja, Leute, das war die erste Fahrt gemeinsam hier im... Ich weiß immer noch nicht, ob ich Project One oder AMG Ich weiß es One. auch nie. Weil ich meine, für mich, ich bin mit dem Auto als Project One aufgewachsen. Ja? Also 2017, wo das erste Mal vorgestellt worden ist, Project One. Und irgendwann wurde ja umbenannt auf AMG One, weil es war ja immer nur ein Projekt. Und ja, Leute, aus dem Projekt ist wirklich Realität geworden. Mit Kennzeichen, hinten dran, vorne dran. Und jetzt sind wir die ersten Meter mit euch gemeinsam gefahren und wir werden jetzt auch gleich noch ein bisschen weiterfahren, damit der AMG One richtig schön eingefahren ist für den Track Day auf dem Nürburgring, damit wir da richtig schön Gas geben können. Weißt du was? Ich würde mal ganz kurz sagen, Robert, du bleibst jetzt mal so stehen. Ich stelle jetzt mal kurz das Auto in Race-Modus, damit man einfach mal sieht, was das für ein extremer Unterschied ist. Autobots, roll out. We roll. Wie ein anderes Auto, oder? Voll. Schau dir das mal an. Vor allem, wie tief er jetzt ist. Und dann mit dem Flügel ausgefahren und von elegant auf wirklich hier Louvers hier draußen. Ja, wie du dann hier schön reinschauen kannst, wie du die Reifen siehst. Natürlich, wenn du richtig mit über 300 km/h oder bestenfalls mit 352 km/h ankommst, ja, und bremsen willst, damit natürlich hier richtig das, was sich da drinnen aufbläht, damit das hier alles rauskommt. Dafür wurden hier diese Louvers entwickelt. Dann allein hier nochmal, wenn du hier siehst, wie hier die Luft reingesaugt wird, um hier schön das Triebwerk, das Formel 1 Triebwerk kühlen zu können. Und Das ist einfach unfassbar, dass das da auf der Straße jetzt ist. das ist... Robert, zieh dir das mal bitte hier von der Seite rein. Aber siehst du, in der Sonne hat er schon wieder eine andere Farbe. Also, ja, genau. Das ist eben Das ist auch krass. bei der Lackierung. Je nachdem, je nach Winkel, wie die Sonne auch dann ist, hast du ein dunkles Schwarz oder dann hier geht es jetzt schon ein bisschen in das Gräuliche über. Voll. Ja? Aber das ist einfach, wenn du dann hier reinschaust, ja, hier, wie du komplett reinschauen kannst. Also, nee, also ohne Scheiß. Man kann ja sagen über Mercedes bzw. über AMG momentan, was man will. Ihr wisst es ja, Leute, ihr kennt meine Meinung. Ich bin gerade nicht wirklich begeistert, was AMG produziert, sei es mit den C63 oder auch generell, wie sich diese Marke entwickelt. Aber das hier, das war noch das alte Mercedes, das war noch das alte AMG. Und da saßen Leute dran, die haben nie mit diesem Projekt aufgegeben. Die saßen jahrelang jeden Tag da und wollten nur eins: dieses Fahrzeug auf die Straße bringen, dieses Fahrzeug umsetzen, 275 Kunden weltweit glücklich machen. Und wir haben natürlich immer gesagt, bei uns geht das nicht in ein Museum, denn ihr wisst ja, Leute, bei uns wird jedes einzelne Auto bewegt. Und ich hoffe wirklich, dass Mercedes auch irgendwann wieder so in so eine Richtung gehen wird. Ja? Oder man kann auch mal kurz rüber schwenken und in so eine Richtung. Ja? Da haben wir nämlich noch den schönen 8-Zylinder, Leute, den schönen V8 Biturbo. Und ja, ich glaube, Robert, es ist genug gesagt, oder? Ja. Ich bin gespannt. Also wir werden ihn auf der Strecke sehen. Ja, Leute, seid gespannt auf die nächsten Videos. Wie gesagt, es geht jetzt zum Track Day. Ihr seid herzlichst eingeladen. 2 € verlangt der Nürburgring. Das sind die vorgegebenen Preise vom Nürburgring, nicht von mir. Ich habe davon gar nichts, überhaupt nichts, sondern 2 €, um auf die Zuschauertribüne zu kommen. Die sogenannte Schnuppertribüne.
Und da werdet ihr Fahrzeuge wie den AMG One da haben. Ihr werdet auch ein paar Königseck-Modelle sehen. Valkyrie wird da sein, Pagani und so weiter. Also es wird auf jeden Fall wild werden. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss hier mit dem Video. Robert, ich würde sagen, wir packen jetzt die Badehose aus. Und du springst jetzt mal da schön in den See rein, oder? Nee, machst du eine Aufrunde? Alles klar, Leute. Wir sind raus. Peace out.